Willkommen, schön, dass du heute da bist. Dieses Video ist eine herzliche Einladung an dich, ganz tief in dich hineinzuspüren und dir bewusst zu machen, wo du vielleicht noch alten Ballast mit dir herumschleppst. Wie einen vollgeladenen Rucksack, wo schwere Steine drin sind, die dir nicht nützen, du sie aber auch noch nicht ausgepackt und weggeworfen hast. Das ist der Ballast, der dich beschwert, der dir die Luft raubt, dich ausbremst und dir die Freude am Leben nimmt. Heute sprechen wir darüber, wie du alte Blockaden erkennst, wie du sie verstehst und vor allem, wie du sie loslassen kannst. Denn dein Leben darf leicht sein, dein Leben darf frei sein. Und das, was du bis jetzt vielleicht noch als Last auf deinen Schultern getragen hast, das darfst du jetzt Stück für Stück loslassen. Blockaden entstehen nicht von heute auf morgen. Sie wachsen langsam und bleiben deshalb auch erst oft unbemerkt. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass sich etwas in dir verkrampft und zusammenzieht, wenn bestimmte Themen angesprochen werden. Oder dass dir die Luft wegbleibt, wenn du an eine Situation aus deiner Vergangenheit denkst. Vielleicht spürst du Verspannungen im Körper, die einfach nicht verschwinden wollen, egal was du tust. All das sind Zeichen dafür, dass sich in dir Blockaden angesammelt haben. Blockaden sind nichts anderes als Energie, die nicht mehr frei fließen kann. Und genau darum geht es jetzt, den Fluss deines Lebens wieder in Gang zu bringen. Oft liegen die Ursachen von Blockaden tief verborgen. Oft sind es Gefühle, die wir damals nicht fühlen konnten oder wollten, weil sie zu schmerzhaft waren. Auch Wut, die nie ausgesprochen wurde. Trauer, die nie einen Platz bekommen hat. Angst, die wir unterdrückt haben, um stark zu wirken. Schuld, die uns eingeredet wurde, obwohl wir sie gar nicht tragen müssen. Oder Scham, die uns klein gemacht hat. All diese Gefühle setzen sich in uns fest, wenn sie nicht ausgedrückt werden, und verwandeln sich in innere Mauern. Doch Mauern trennen dich nur von dir selbst. Heute, mit mir, darfst du diese Mauern Stück für Stück einreißen. Blockaden können auch durch negative Glaubenssätze der Eltern oder Großeltern entstehen. Vielleicht hast du irgendwann gehört, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht hat man dir beigebracht, dass du dich klein machen musst, dass du nicht zu viel sein darfst, nicht zu laut, nicht zu frei, nicht zu glücklich. Solche Sätze setzen sich wie kleine Viren in deinem System fest. Sie nagen an deinem Selbstwert. Gerade narzisstische Elternteile schaden ihren Kindern sehr auf diese Weise. Und von denen gibt es leider immer mehr. Und solange du sie glaubst, halten sie dich gefangen. Doch die Wahrheit ist, du bist immer genug. Du darfst glücklich sein, du darfst frei sein, du darfst dir ein Leben erschaffen, das dich erfüllt. Ein anderer Grund für Blockaden sind Erlebnisse, die wir nicht wirklich verarbeitet haben. Traumatische Erfahrungen in der Kindheit, schwierige Beziehungen, Krankheiten oder Verluste. Vielleicht hast du gelernt, dass du hart sein musst, dass du durchhalten musst, egal was passiert. Aber tief in dir hat sich dabei Schmerz festgesetzt, der noch immer darauf wartet, gesehen und losgelassen zu werden. Solange er in dir bleibt, blockiert er dich. Doch heute darfst du beginnen, auch diese Wunden liebevoll zu berühren und zu heilen. Stress ist ein weiterer Faktor. Wenn du über lange Zeit unter Druck stehst, wenn du dich ständig überforderst, wenn du dir keine Pausen gönnst, dann reagiert dein Körper mit Anspannung. Diese Anspannung verwandelt sich irgendwann in Blockaden. Dein Körper ist wie ein Spiegel deiner Seele. Er speichert alles, was du nicht verarbeitest. Er zeigt dir, wo du hinschauen darfst. Beschwerden und Krankheiten entstehen immer zuerst auf der seelisch-geistigen Ebene. Erst wenn sie nicht gelöst werden, geht es weiter, auf die körperliche Ebene und verursacht Krankheiten. Deshalb sind Schmerzen, Verspannungen oder Müdigkeit nicht dein Feind. Sie sind Botschaften, die dir sagen wollen: Hier stimmt etwas nicht, bitte kümmere dich um mich. Blockaden entstehen durch ungelöste Konflikte. Vielleicht gibt es Streitigkeiten mit deiner Familie, mit deinem Partner oder im Beruf, die nie ausgesprochen wurden. Oder trägst du Groll in dir, den du nicht loslassen kannst oder willst. Jeder unausgesprochene Konflikt bleibt wie ein Schatten an dir hängen. Du schleifst alles hinter dir her, das ist schwerer Ballast, was sich über die Jahre so ansammelt. Solange du ihn mit dir herumträgst, blockiert er deine Energie. Heute lade ich dich ein, dich diesen Konflikten innerlich zuzuwenden, Frieden in dir zu finden und dadurch frei zu werden. Manchmal leben wir auch nicht unser eigenes Leben, sondern das, was andere von uns erwarten. Eltern, Partner, Gesellschaft, Freunde. Wir versuchen, all den Vorstellungen gerecht zu werden und vergessen dabei, was wir selbst wollen. Auch das erzeugt Blockaden, denn immer dann, wenn du gegen deine eigene Wahrheit lebst, spürst du innerlich Widerstand. Und dieser Widerstand macht dich schwer. Doch du bist nicht hier, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Du bist hier, um dein eigenes Licht zu leben. Ein wichtiger Punkt ist die fehlende Selbstliebe und der Selbstwert. Solange du dich selbst nicht wertschätzt, wirst du immer wieder in Situationen geraten, die dir zeigen, wo du dich selbst im Stich lässt. Andere hacken auf dir herum oder nutzen dich aus. Solange, bis du es lernst und zu dir stehst.
Blockaden sind oft ein Spiegel dafür, dass du dir selbst nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Liebe gibst und nur für andere rennst. Wenn du beginnst, dich selbst liebevoll zu umarmen, auch mit deinen Fehlern und Schwächen, dann beginnen Blockaden sich zu lösen. Denn Liebe ist tatsächlich die stärkste Kraft, die es gibt. Auch fehlende Abgrenzung kann dich blockieren. Vielleicht übernimmst du zu viel Verantwortung für andere. Vielleicht trägst du Sorgen, die gar nicht deine sind. Womöglich stellst du deine Bedürfnisse immer hinten an, weil du Angst hast, egoistisch zu wirken. Doch die Wahrheit ist, wenn du dich selbst nicht schützt, verlierst du deine Kraft. Blockaden entstehen genau dann, wenn du deine Energie ständig nach außen gibst und nichts mehr für dich übrig bleibt. Heute darfst du lernen, deine Grenzen zu spüren und sie klar zu setzen. Natürlich spielen auch körperliche Faktoren eine Rolle. Mangelernährung, zu wenig Schlaf, Umweltgifte. All das kann dein System schwächen und anfälliger machen für Blockaden. Dein Körper ist dein Tempel, er trägt dich durch dieses Leben. Wenn du ihn gut nährst, wenn du ihm Ruhe gönnst, wenn du ihn reinigst, dann unterstützt du ihn darin, frei zu bleiben. Und schließlich gibt es auch die spirituelle Dimension. Wenn du den Kontakt zu deiner inneren Quelle verloren hast, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, dann entsteht eine tiefe Leere. Diese Leere zeigt sich als Blockade. Doch der Weg zurück ist immer möglich. Deine Seele hat nie aufgehört, dich zu rufen. Sie wartet nur darauf, dass du dich wieder erinnerst, wer du bist und warum du hier bist. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie sich diese Blockaden denn bemerkbar machen. Sie wirken auf allen Ebenen. Auf der seelischen Ebene spürst du vielleicht eine Schwere, die dich begleitet, oder eine Leere, die dich innerlich aushöhlt. Eventuell fehlt dir die Freude, das Gefühl, lebendig zu sein. Fühlst du dich getrennt, von dir selbst, von anderen oder vom Leben. Das kann bis hin zu Depressionen gehen. Und du fragst dich, wie das kommen konnte. Auf der geistigen Ebene äußern sich Blockaden oft in endlosen Gedankenschleifen. Du grübelst, du findest keinen inneren Frieden, kannst schlecht schlafen und du bist ständig unruhig. Deine Konzentration leidet, du zweifelst an dir selbst und deine Gedanken sind überwiegend negativ. Und natürlich wirkt sich das auch auf den Körper aus. Verspannungen, Schmerzen, Essstörungen, Energieblockaden, dein Körper spricht ständig mit dir. Vielleicht bist du oft müde, erschöpft, kraftlos, einfach K.O. Vielleicht wirst du häufiger krank oder leidest unter Beschwerden, für die es scheinbar keine klare Ursache gibt, der Schulmediziner findet nichts, weil es seelisch ist. All das sind Anzeichen dafür, dass deine Energie nicht frei fließt. Doch das Gute ist, du kannst etwas daran ändern. Blockaden sind keine lebenslange Strafe. Sie sind Signale, sie zeigen dir, wo du noch hinschauen darfst. Und sie lösen sich, wenn du bereit bist, sie anzunehmen, zu verstehen und loszulassen. Loslassen bedeutet nicht, dass du vergisst, was geschehen ist. Loslassen bedeutet, dass du dich von der Last befreist, die dieses Geschehen in dir hinterlassen hat. Du kannst und wirst die Erinnerung behalten, aber ohne den Schmerz, ohne Schwere. Und jetzt stell dir einmal vor, wie dein Leben wäre, wenn du all diesen Ballast nicht mehr tragen würdest. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, leicht aufzuwachen, mit Freude im Herzen, mit klaren Gedanken und mit einem Körper, der voller Energie ist. Stell dir vor, wie es ist, wenn du dich frei bewegst, wenn du deine Träume verwirklichst, wenn du dich nicht mehr von Ängsten oder negativen Gedanken zurückhalten lässt. Dieses Leben ist möglich. Ja, auch für dich. Die wichtigste Frage ist, bist du denn jetzt bereit, loszulassen? Bist du bereit, den Rucksack voller Steine, den du so lange getragen hast, endlich abzustellen? Bist du bereit, dich aufzurichten, dich zu befreien und deine eigene Kraft zu spüren? Loslassen ist ein Prozess. Manchmal geschieht er in einem Moment der Klarheit. Manchmal braucht es Zeit, viele kleine Schritte, liebevolle Aufmerksamkeit. Aber jeder Schritt bringt dich näher an deine Freiheit. Du kannst Blockaden lösen, indem du dir erlaubst zu fühlen, was lange verborgen war. Indem du die Wut zulässt, die Trauer, die Angst. Indem du sie annimmst, ohne dich von ihnen beherrschen zu lassen. Indem du erkennst, dass sie ein Teil deiner Geschichte sind, aber nicht mehr dein Leben bestimmen müssen. Du kannst Blockaden lösen, indem du deine alten Denkmuster und Glaubenssätze überprüfst und dir bewusst machst, dass vieles, was du glaubst, gar nicht deine Wahrheit ist, sondern nur von jemandem oft genug wiederholt, sodass du es übernommen hast. Du kannst Blockaden lösen, indem du dir Selbstliebe schenkst, dir Pausen gönnst, Frieden mit der Vergangenheit machst. Das Loslassen alter Blockaden ist wie das Aufräumen eines Hauses, in dem du lange nicht mehr warst. Am Anfang wirkt alles staubig, eng und dunkel. Aber glaube mir, je mehr du hinschaust, aufräumst, je mehr du hinausbringst, was dich belastet, desto heller, leichter und freier wird es. Plötzlich atmest du wieder auf. Plötzlich spürst du wieder Raum. Und genau so ist es auch in dir. Je mehr du loslässt, desto mehr Platz entsteht für Freude, Leichtigkeit, Inspiration.
Das Leben ist nicht dafür gedacht, schwer zu sein. Das Leben ist ein Geschenk. Und du darfst es annehmen, mit offenen Armen, mit offenem Herzen. Alles, was dich bisher zurückgehalten hat, darf jetzt gehen. Alles, was dich beschwert hat, darf sich jetzt auflösen. Und wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, wirst du merken, loslassen ist kein Verlust. Ganz im Gegenteil, loslassen ist ein Gewinn, denn du gewinnst dich selbst zurück. Also atme jetzt einmal tief durch. Spüre deinen Körper, spüre dein Herz, spüre, wo noch etwas eng ist, dir die Luft raubt, wo also noch etwas blockiert ist. Und dann stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug ein Stück Ballast loslässt. Wie du leichter wirst, klarer, freier. Und während du atmest, erinnere dich, du bist stärker, als du denkst. Du bist mehr, als du glaubst. Du bist bereit, alles loszulassen, was dir nicht mehr dient. Mache diese Übung immer wieder, speicher dir das Video als Unterstützung dazu ab. Ein sehr sanftes Ritual, um dich von belastenden Energien zu lösen, habe ich jetzt noch für dich. Denn neulich hatte ich selbst das Gefühl, dass etwas an mir haftet. Alte Gedanken, fremde Energien, vielleicht auch Emotionen, die gar nicht meine waren. Ich wollte mich leicht und frei fühlen, also habe ich dieses Ritual gemacht, das ich heute hier mit dir teile. Ich habe eine weiße Kerze angezündet und mir vorgestellt, wie ihr Licht meine Aura sanft umhüllt. Dann habe ich meine Hände auf mein Herz gelegt und gesagt, ich lasse jetzt alles los, was nicht mehr zu mir gehört. Ich danke ihnen, segne sie und schicke sie in Liebe weiter. Ich bin frei. Während ich das sagte, spürte ich, wie sich etwas in mir entspannte. Danach habe ich meine Wohnung mit sanftem Räucherwerk gereinigt. Lavendel für Frieden, Salbei für Klarheit. Mit jedem Atemzug fühlte ich mich leichter. Falls du das Gefühl hast, dass du Ballast mit dir herumträgst, probiere es aus. Ganz ohne Druck, nur mit Liebe. Und spüre, was sich verändert. Lass mich gerne wissen, wie du dich danach fühlst. Wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über ein Like von dir, gerne auch über einen Kommentar und ein Abo. So verpasst du keinen Impuls mehr. Vielen Dank und viele Grüße, bis bald.